In den Weltmeeren wimmelt es von einer riesigen Anzahl an Lebewesen aller Art, die durch ihr unglaubliches Aussehen verblüffen. Unterwasserraubtiere nehmen in dieser erstaunlichen Welt einen besonderen Platz ein. Sie können den ganzen Tag damit verbringen, nach potenzieller Beute zu jagen, können aber auch zur leichten Beute für noch beeindruckendere Meeresbewohner werden. Deshalb hat die Natur sie mit Eigenschaften ausgestattet, die es ihnen ermöglichen, ihre Jagdfähigkeiten bis zur Perfektion zu entwickeln. Wir empfehlen Ihnen, für ein paar Minuten in diese Seltsamkeit einzutauchen. Und Sie können das erstaunliche Unterwasserreich durch seine neugierigen Bewohner besser kennenlernen. Aber keine Angst, die Weltmeere werden von äußerst seltsamen Kreaturen bewohnt, die meist in großen Tiefen leben, wo enormer Druck und extreme Bedingungen zur Entstehung echter Monster führen. Können Sie sich vorstellen, wie ein Pelikanal-Hybrid aussieht? Es stellt sich heraus, dass ein solches Tier tatsächlich existiert. Kürzlich hatten Meeresbiologen das Glück, dieses Seeungeheuer bei der Jagd zu fotografieren. Die Wissenschaftler erinnerten daran, dass das Filmen in einer Tiefe von 1000 m sehr problematisch sei. Biologen wussten lange Zeit nichts über die Lebensweise der Pelikanale, denn das Raubtier Pelikanale lebt in den Ozeanen in einer Tiefe von 500 bis 3000 m. Dieser Fisch hat einen langen und eher schmalen Körper. Das Aussehen dieses Pelikanfisches ähnelt einem Aal, weshalb dieser Fisch einen anderen Spitznamen erhielt, den Pelikanal. Wenn man sich den Fisch genau ansieht, ist es nicht schwer zu erraten, warum der Pelikan. Der Name basiert auf dem länglichen Rachen, der einer Tasche unter dem Schnabel eines Pelikans ähnelt. Alle Pelikane werden nicht größer als 60 cm. Die Länge des Mauls dieses Raubtiers macht fast ein Drittel seiner Gesamtlänge aus, der Rest besteht aus dem Alguskörper, der fließend in den Schwanzfaden übergeht. Am Ende des Schwanzes befindet sich ein Leuchtorgan. Der Pelikanal hat keine Rippen oder Schuppen, keine Schwimmblase und das Skelett des Fisches enthält eine kleine Menge deformierter Knochen und Knorpel. Der Kopf hat einen kleinen Schädel und kleine Knopfaugen. Das riesige Maul ermöglicht es ihm, Beute zu verschlingen, die einen viel größeren Magen hat. Der Fisch kann sich zu unglaublichen Größen ausdehnen, der Mundrand des Pelikanals wird von massiven Kiefern gebildet, die sich fast sofort in einen langen und schmalen Beutel verwandeln, der einem Darm ähnelt. Ein solches Verdauungssystem ermöglicht diesen Fischen. Um sich in den dunklen Tiefen des Ozeans Nahrung zu sichern, schwimmt der Seeaal, der Pelikan, langsam im Wasser am Grund und stürzt sich gierig auf Garnelen und andere kleine Meeresbewohner. Der gesamte Körper des Pelikanals ist darauf ausgelegt, unter den härtesten Bedingungen auf der Erde zu überleben. Eine solche Umgebung ist sehr dunkel mit nahezu Nulltemperatur und enormem Druck. Natürliches Licht dringt nicht in die dunklen Tiefen des Meereswassers ein. Der Tiefseeaal nutzt ein Lichtorgan am Ende seines Schwanzes, um Beute zu fangen. Funktioniert es als leichter Köder und lockt neugierige Fische an. Wissenschaftler stellten die Hypothese auf, dass Pelikanale ihren Kopf aufblasen würden, um eine Art Beutel zu bilden, indem sie kleine Beute fangen würden. Es stellte sich jedoch heraus, dass sie gar nicht so harmlos sind, die Beute schwimmt ihnen nicht einfach ins Maul. Der Fisch folgt seiner Beute und bläst bei Annäherung seinen Kopf auf und saugt die Beute in sich auf. Andere erstaunliche Kreaturen erhielten aufgrund ihrer charakteristischen Augenstruktur und extremen Aggressivität den Spitznamen Krebse vom Mars. Dieser Kriegsbewohner, der offiziell als Gottesanbeterin oder Vogelscheuchenmantis bekannt ist, verdankt seinen Namen einem seiner Kieferpaare. Damit attackiert die Mantis-Vogelscheuche ihre Gegner mit monströsen Kräften und führt ihnen in nur 800 Mikrosekunden ihren vernichtenden Knockout zu. Dies ist eine der schnellsten Bewegungen, zu denen Tiere auf der Erde fähig sind. Sie ist so schnell, dass diese Vogelscheuche, bevor sie mit der Wimper zucken können, bei dieser Geschwindigkeit 500 Mal zuschlägt. Der Aufprall erhitzt das Wasser und erzeugt eine kleine Dampfblase. Wenn die Blase platzt, entsteht eine Schockwelle mit einer Temperatur von mehr als 4000 Grad Celsius. Dies ist vergleichbar mit der Oberflächentemperatur der Sonne. Die Länge eines erwachsenen Individuums erreicht durchschnittlich 20 cm, aber es gibt auch größere Exemplare von Gottesanbeterinnen, die in tropischen und subtropischen Meeren in geringen Tiefen von 5 bis 40 m leben. Sie haben eines der unglaublichsten Augen der Welt. Durch polarisiertes Licht können diese Augen 100.000 Farben unterscheiden, 10-mal mehr als das menschliche Auge. Darüber hinaus ist ihr Sehvermögen trinokular.
Diese 3 Teile jedes Auges untersuchen unabhängig voneinander alles um sie herum, sodass die Vogelscheuche in viele Richtungen schauen kann. Gleichzeitig ermöglichen solche Augen Gottesanbeterinnen oder Vogelscheuchen, verschiedene Korallenarten, ihre Beute und Raubtiere zu erkennen. Darüber hinaus ist es für diese Art bei der Jagd wichtig, präzise Schläge zu gewährleisten. Geschärft durch meine Greifkrallen sind es seine Augen, die ihm dabei helfen. Während eines Angriffs führt die Vogelscheuche der Gottesanbeterin mehrere präzise, schnelle Schläge aus, die dem Opfer schweren Schaden zufügen oder es sogar töten. Ein weiterer bewaffneter Exzentriker ähnelt eher einer Weihnachtsdekoration als einem Killer, aber der Schein trügt nicht, diese winzigen Kreaturen sind alles andere als das Quallen, sind eine ganz andere Art und werden Quallen genannt. Mehr als 100 Arten dieser erstaunlichen Kreaturen sind auf Latein für ihre Größe bekannt. Es ist zwischen 5 mm und 2 m groß und funkelt in leuchtenden Regenbogenfarben. Ihr Unterschied zur Qualle besteht darin, dass aus den Rippen der Muttertiere kein Stachel wächst. Sie haben unterschiedliche Waffen, große Münder und großen Appetit, kein Gehirn oder besondere Sinne, nur ein primitives neuronales Netzwerk. Sie kann chemische Spuren im Wasser um ihren Mund herum verfolgen. Diese ungewöhnlichen Raubtiere schwimmen mit dem Maul zuerst und ernähren sich von Zooplankton, Fischbrut und sogar anderen Rippenmüttern. Zu diesem Zeitpunkt ist bekannt, dass sie sich im frühesten Stadium der Evolution vor etwa 600 Millionen Jahren von anderen mehrzelligen Tieren trennten. Von der Qualle bis zum Menschen verwenden alle dieselben Chemikalien, um Neuronen zu verbinden, aber Stenophoren tun das nicht. Es gibt kein anderes ähnliches Nervensystem auf der Erde, das einzigartige System der Fremdenfeinde und vielleicht sogar die Spezifikation ihrer Muskeln haben sich unabhängig von denen anderer Tiere entwickelt. Ihnen fehlen eine Reihe von Rezeptoren, die für andere Tiere typisch sind und an der Übertragung chemischer Signale beteiligt sind. Unter den Neuronen verwenden sie höchstwahrscheinlich andere Arten von Neuronen, die ähnliche Funktionen erfüllen. Bisher ging man davon aus, dass alle Vertreter des Tierreichs über ein Nervensystem verfügen. Er entwickelte den gleichen Weg vom einfachsten neuronalen Netzwerk zum menschlichen Gehirn. Nun müssen Wissenschaftler diese Grundposition überdenken, höchstwahrscheinlich werden die Ergebnisse anderer Genomstudien ihre Grundvorstellungen über die Entwicklung des Lebens auf der Erde verändern, sie könnten auch praktische Anwendungen in der Medizin haben. Ein anderer Held unseres Videos sieht vom Meeresgrund aus ganz harmlos aus, ein Wurm klettert auf eins heraus. Es ist schwierig, einen der schrecklichsten Raubtiere des Ozeans auf den ersten Blick zu erkennen. Dieses erstaunliche Phänomen lebt auf dem Grund tropischer Gewässer, normalerweise in einer Tiefe von 6 bis 50 m, hauptsächlich an Korallenhängen und flachen Lagunen. Dieser räuberische Wurm mit vielen Borsten heißt Eunis aphrodite, wird aber häufiger als Hobbitwurm bezeichnet. Die Farbe des Tieres variiert stark von dunkelbraun bis gold, rot oder violett. In den frühen Entwicklungsstadien ist dieser Wurm nur 10 cm lang, wächst aber schnell und erreicht tagsüber oft eine Höhe von 2 bis 3 Metern. Der violette Wurm ruht sich lieber darin aus, er gräbt sich tief in den Sand und jagt nur nachts. Der Wurm hat weder Augen noch Gehirn für den Detektor von Euros Aphrodite. 2 Beute nutzt chitinhaltige Antennen, um das Opfer zu fangen und zu zerschneiden, dann ragen starke Kiefer, ähnlich einer gespannten Falle, den Wurm bei der Jagd 20 bis 30 cm aus dem Sand heraus. Es greift schwimmende Fische mit solcher Kraft und Geschwindigkeit an, dass es das Opfer manchmal sofort in 2 Hälften schneidet. Darüber hinaus ist es auch giftig, sein Gift lähmt seine Beute oder tötet sie sofort. Dann schleppt das Raubtier im Tier heim. Diese Miniaturmonster jagen rücksichtslos jede Beute. Wenn Sie also auf einen Meereswurm stoßen, sollten Sie nicht versuchen, ihn zu streicheln. Und dann ist da noch die Muräne, die ist im Gegensatz zum Stereophorum nicht besonders attraktiv, man möchte nicht mit ihr spielen, auch wenn man ihre Gefahr nicht kennt. Aufgrund ihres zu heftigen Temperaments gelten Muränen als einer der aggressivsten Fische. Ihre scharfen Zähne und ihre Furchtlosigkeit gegenüber dem Feind machen sie zu einem tödlichen Raubtier. In den Weltmeeren gibt es mehr als 100 Moränenarten, die sich aufgrund ihrer unterschiedlichen Umgebung voneinander unterscheiden. Alle Moränenarten sind Raubtiere und ernähren sich von Fischen. Gab's mit Seeigeln, Kraken und Seeigeln. Muränen lauern meist auf ihre Beute und locken diese mit ihren beweglichen Nasenröhren an. Diese dienen als Köder für kleine Fische. Wenn die Fische versuchen, diese Würmer auszunutzen, stehen die armen Fische innerhalb von Sekunden vor dem Nichts.
Die Moräne ist grundsätzlich nachtaktiv, aber auch tagsüber ist sie immer auf der Hut. Sobald sie einen schwimmenden Fisch wahrnimmt, wird sie ihn auf jeden Fall angreifen, besonders wenn sie hungrig ist. Die größten Moränen, die von Menschen entdeckt wurden, erreichte eine Länge von mehr als 3 Metern, das maximal aufgezeichnete Gewicht. Sie wog über 45 Kilo. Fans des Meeresangelns sollten sich nicht die Mühe machen oder sich diesem bescheidenen Fisch nähern. Sie kann ein solches Verhalten als Aggression und Selbstverteidigung betrachten, sie wird keine Flucht ergreifen, im Gegenteil, der Taucher wird keine Zeit haben, auf ihre plötzliche Bewegung und den anschließenden Biss zu reagieren. Sie könnten unserer Meinung nach die bizarrsten Meeresbewohner sein, zumindest im Moment. Denn jedes Jahr entdeckt der Mensch in den Tiefen der Weltmeere neue, bisher unbekannte Lebewesen. Ist schwierig. Stellen Sie sich vor, welche anderen Lebewesen unserem Blick verborgen bleiben.